Hi, ich bin Nadja Lind. Und ich bin Helmut Ebritsch. Und zusammen sind wir Klartraum. Wir sind als Klartraum-Duo bekannt durch in allererster Linie elektronische Musik, Clubmusik, die wir seit vielen Jahren gemeinsam machen. Und wir haben uns durch Musik kennengelernt, sind auch seitdem befreundet, weil wir uns für die gleichen spirituellen Themen interessieren und seitdem wir Musik machen, auch immer gleichzeitig an den gleichen Themen mehr oder weniger interessiert waren und gearbeitet haben. Und so hat sich unser Weg mit dieser spirituellen Weiterentwicklung und psychologischen Weiterentwicklung und der Musik seit 2006. Wenn ich Musik mache, fühle ich Flow. Wenn ich dann Musik mache, tauche ich ein wie in einen riesigen Bergkristallsee und dann ist alles drumherum irgendwie vergessen. Also wenn wir zusammensitzen und Musik machen, dann fühlt sich das manchmal an, also als wäre man im Zentrum des Universums. Viele unserer Fans haben uns gefragt, was für Sprachsamples wir dann so benutzen in unserer Musik. Und für uns ist das irgendwie sehr wichtig. Also wir setzen uns schon sehr lange mit Spiritualität auseinander und Bewusstseinsentwicklung. Zum Beispiel einen, den wir sehr, sehr gerne in unsere Musik packen, ist Stephen Wolinski. Weil das ist wirklich der krasseste Typ, den wir je getroffen haben. Wir haben ihn auch tatsächlich persönlich getroffen in Amsterdam. Weil er einfach super, super tiefe Fragen stellen kann. Und wo man dann erstmal so sitzt und dann muss man erstmal selber, fängt es im Gehirn erstmal so an zu rattern und irgendwie, also irgendwas schaltet sich dann frei und frei. Und dieses Befreiungsgefühl unseren Fans zu bringen, ist natürlich, es liegt uns sehr am Herzen. Gerade Wolinski ermöglicht es durch Fragen, rein abgelesene Fragen aus einem Buch, mich in einen Zustand der Essenz und Leere zu bringen. Und das hat davor noch niemand geschafft. Wolinski ist schon mein ewiger Begleiter, also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon geht. Und die Fragen werden auch nicht uninteressanter mit der Zeit, sondern eher immer interessanter, weil man sie immer und immer wieder stellen kann, je nach State und Bewusstseinszustand, den man erreicht hat. Und es geht ja immer weiter und weiter. Ich finde es sehr schön, dass wir durch die Musik diese Fragen oder die Message oder den Vibe, dieses Quantenbewusstsein, was Wolinski transportiert, dass wir das mit einem Mal durch Musik an so viele Leute weiterverbreiten können. Wir bekommen auch sehr viele Rückmeldungen von Leuten aus der ganzen Welt, die wirklich so gesagt haben, hey, ihr habt bei mir echt so einen Schlüssel umgedreht. Es kam einer zu mir im Tresor, es war nicht als Klartraum, aber ich habe im Tresor aufgelegt und da kam einer zu mir und meinte, hey, ja, bla, du bist doch die von Klartraum und du glaubst gar nicht, wie mir das geholfen hat. Ihr hattet da in irgendeinem Album auf der CD hinten so Buchvorschläge und da war Stephen Wolinski und dann habe ich mir den gekauft und seitdem, boah, das geht voll ab und hat sich total bedankt. Und wir merken auch, dass sehr viele in Resonanz treten, die auf derselben Suche sind oder nach so einem State auf der Suche sind. Und das können wir mit der Musik liefern, also wenn man die Musik hört. Aber natürlich ist es dann noch krasser, wenn dann auch noch so ein Sprachsample irgendwie auftaucht an der richtigen Stelle. Wir haben ja sogar ein ganzes Album, White Universes genannt. Also das basiert auch auf Stephen Wolinski, weil er sich sehr damit auseinandergesetzt hat, wie sich unsere Realität hier überhaupt zusammensetzt und wo wir uns eigentlich drin befinden, wer wir überhaupt sind, also und wie wir hier alles eigentlich formen und transformieren die ganze Zeit. Das ist halt schon sehr umfassend und das mussten wir dann auch verarbeiten, weil für uns war das auch total fresh. Wir spielen halt auch so 2 Stunden Live-Sets
Und manchmal sind wir dann so gebunden in diesem ganzen Prozess, dass wir gar nicht wissen, was wir da in dem Moment kreieren. Meistens, ne? Und dann haben wir mal gedacht, so, ja, ist das jetzt gut, macht das jetzt irgendwas? Und dann haben wir uns dann halt dann bewusst dieses Live-Set genommen, wo übrigens auch Wolinski drin war. Und dann haben wir beide angefangen, das parallel zu hören einfach. Und danach waren wir einfach, also Ja. der State von vorher, nachher war komplett anders, komplett transformiert. Und da haben wir das erste Mal verstanden, dass das auch anderen so gehen kann, wenn sie die Musik hören. Natürlich haben wir am Anfang immer Clubmusik gemacht und bei Clubmusik geht es auch so ein bisschen um Ekstase, um die Leute in Trance zu bekommen und so weiter. Aber es hat sich immer weiter, also durch diese Trance vielleicht auch immer weiterentwickelt, dass wir jetzt nach wie vielen Jahren, 14 Jahren oder so angekommen sind bei Versionen, wo wir mit Absicht sehr ambient-like, sehr melodiös, sehr, sehr deep und viele Geräusche und sehr, sehr mit Absicht darauf aus sind, so ein State zu halten, zu erzeugen und anderen zu bringen und das auch in Live-Sets. Als ich nur aufgelegt habe und noch gar nicht Musik gemacht habe, war mir das auch schon immer wichtig. Vor allen Dingen am Schluss, wenn ich den Schluss gespielt habe eines DJ-Sets, die Leute nicht mit irgend so einem aggressiven oder komischen State zu entlassen, sondern mir war das immer schon wichtig, dass die Leute herzgeöffnet und mit einem Lächeln rausgehen. Und das funktioniert einfach. Und Musik ist eben ein Transportmittel für Gefühle. Wenn wir zusammen Musik machen, treten wir auch selber immer relativ stark in einen Flow ein. Und Flow bedeutet für uns immer, dass dann kein Denker mehr da ist, der irgendwie sagt, jetzt drücke ich mal hier den Knopf, ich bin jetzt hier und Nadja ist dort, sondern es ist eigentlich nur noch ein Tun an sich. Also wenn wir zusammen Musik machen und der Flow taucht auf, dann gehe ich 100% davon aus, dass sich das auf andere auch überträgt. Und ich glaube, das ist auch das Spezielle an unserer Musik, dass da nicht viel zerstückselt, zerplant, nochmal krumm geändert, nochmal durchdacht, nochmal irgendwie so. Selbst das Mastering passiert ja in Realtime dazu. Also der Sound, wenn das Stück fertig ist, ist das fertige Stück. Auch der Sound ist vorher schon getweakt, weil ich master mit einem Spezialsystem, also mit der Scope, halt in parallel schon alles. Und das macht den Sound von Klartraum auch sehr, sehr speziell und sehr, sehr aus einem Guss. 2012 oder 2013 oder irgendwie um die Zeit rum waren wir auf jeden Fall in Kazantip. Da war das noch auf der Krim. Und da haben wir gespielt und dann wurden wir auch interviewt von dem Radiosender. Und das Interessante dabei ist, dass dieses sehr quirlige junge Mädel meinte, ja, ihr macht Heilungsmusik. Das war für uns irgendwie sehr, sehr mindöffnend, weil wir vorher immer gedacht haben, wir machen halt normale Clubmusik, wie alle anderen auch. Wir haben Titel wie Pain Relief und die aus so einem psychologischen Kontext kommen. Und Helping Witness und solche Namen waren sehr präsent auf dem Evolution-Album. Aber uns war noch nicht so ganz klar, das war einfach unsere persönliche Liebe zur Psychologie zu der Zeit. Aber uns war nicht klar, dass es jetzt bei anderen so ankommt, diese Frequenz. Aber was mir definitiv schon klar war, dadurch, dass ich damals auch schon binaurale Ambient-Musik gemacht habe, wie mir das persönlich geholfen hat. Ich hatte extreme Schlafstörungen und andere Dinge, die mich gequält haben. Und ich habe mich dadurch wirklich selber heilen können. Einfach nur durch Ambient-Musik, was meine Art von Meditation war. Wir sind auch später dazu übergegangen, das, was ich in meiner Ambient-Musik mache, nämlich die binauralen Frequenzen, auch teilweise in Klartraum mit reinzunehmen. Ich komme ursprünglich auch aus der Ambient-Musik, also so habe ich angefangen als ich 8 oder 10 war, habe ich eigentlich nur Akkorde gespielt und Melodien. Und dann bin ich in die Clubszene gerutscht, wo plötzlich also Beats musste ich quasi lernen.
Akkorde und Melodien konnte ich schon von vorne an. Also, und das war dann wie so eine Reise, also einmal durch die Clubmusik gewandert und dann komme ich jetzt quasi wieder bei meinen Wurzeln an. Unser erstes Album hieß Evolution und das ging vom Unique Shadow zum Unique Self. Das ist wie so eine Reise. Das ganze Album ist so aufgesetzt. Und es ist auch erstmal eher ein psychologischer Prozess, bis man merkt, das Ganze ist nicht nur ein psychologischer Prozess, sondern es ist ein viel größerer Entwicklungsprozess. Und im nächsten Album kam für uns dann eher so ein Befreiungsschlag. Wir machen jetzt einfach die Musik, auf die wir Bock haben. Wir machen jetzt nicht mehr nur Club-Kontext-Musik. Deswegen findet man plötzlich auch Broken Beats. Man findet ganz andere Aspekte von uns da in diesem Album. Und im dritten ging es dann ums Enagramm und da kam sehr stark Wolinski ins Spiel mit seinen Fragen. Das ist auch schon im ersten Album, aber im dritten nochmal ganz, ganz krass. Also es gibt mehrere Bücher von Wolinski und eins heißt Jenseits des Enagramms und das haben wir einfach durchgeübt oder durchgelesen und es gibt da wie immer, also eigentlich besteht das ganze Buch nur aus Fragen an sich selbst und wenn man das mit anderen Menschen zusammen noch machen kann, dann ist es irgendwie noch besser und das hat uns sehr beeinflusst. Beim Musikmachen auch, weil wir eigentlich nach jedem dieser Enagramm-Schritte uns hingesetzt haben und ein neues Lied entstand. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie was dazu getan hätten, also so ein bisschen haben wir, aber dann entstand halt das Enagramm so musikalisch. Und ja, das war auf jeden Fall ein großer Entwicklungsschritt. Zur künstlerischen Befreiung, würde ich sagen auch, aber auch zu unserer geistigen Befreiung, spirituellen Befreiung, körperlicher Befreiung. Und das Interessante war, dann danach kam das Album Void Universes und uns war noch gar nicht so bewusst, was das alles, also wir wussten, dass dieses Thema Void und in so eine Emptiness eintreten, in diese absolute Freiheit einzutreten, irgendwie sehr wichtig ist und wir fanden es auch sehr spannend, dass er dann anfängt zu sagen, ja, es gibt Time, Mass, Space und Energy und das ist dann irgendwie, das sind unsere echten Archetypen, alles andere sind nur so Konstrukte und das war für uns erstmal alles mind-blowing und trotzdem haben wir angefangen und das Album zu machen und daraus sind so noch eine neue Schicht an Klartraummusik entstanden, die noch viel tiefer geht. Nachdem wir Void Universes erschaffen haben, haben wir angefangen zu überlegen, hey, wir könnten eigentlich mal richtig live spielen. Also wir haben schon vorher mal live gespielt in Clubs und live bedeutet dann eher so in einem Club-Kontext, tanzen und so weiter und so fort. Das war auch super. Aber wir haben irgendwann gesagt, so, unsere Musik fühlt sich aber so an, als würde es auch ein richtig geiles Konzert hergeben, wo man wirklich ein Stück spielt, das hat Anfang, Ende und das ist dann ein Statement und das muss nicht dann in einem Flow abgespielt werden. Und dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir das? Und dann haben wir angefangen zu sagen, ja, wir spielen in einer geilen Kirche. Also die umgebaut wurde mit großem Soundsystem. Nachher war die Kirche voll. Das war total toll. Wir hatten noch Freunde, die richtig super Projektionen auf die Kirchenwand gemacht haben mit so einem Mapping. Ich habe die Orgel gespielt und das war auch ein Befreiungsschlag zu sagen, hey, wir können auch richtig anders. Wir können richtig Konzerte geben. Das Tolle war, in diesem ganzen Prozess kam dann tatsächlich auch Dr. Joe Dispenza auf, vor allen Dingen von dir, Nadja, wo du mich erstmal so überreden musstest, was ist denn Dr. Joe Dispenza? Ach, so ein lauter Ami, der rumschreit, habe ich erstmal gedacht. Und dann hat sie mir aber glücklicherweise so Sessions mit ihm vorgespielt, wo er die Wissenschaft darstellt dahinter. Und er hat es wirklich, er hat den Leuten, also da waren ja 1500 Leute in so einer Meditation und er hat einigen davon halt ein EEG gegeben
Und hinterher konnte man dann die Brainwaves der Veränderungen der Leute feststellen und das war einfach mind-blowing. Also die Änderung der Energiehaushalt, die Balance. Depressive hatten plötzlich ein balanciertes Gehirn. Leute, die schon gut drauf waren, hatten plötzlich Gamma-Bursts im Gehirn, die 500 Mal stärker sind als normales Denken. Also wo plötzlich Erlebnisse irgendwie erklärt werden, die mich mein Leben schon begleiten. So. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, also wir müssen dahin. Und dann sind wir dahin gefahren. Und das war, ich meine, man kann es kaum in Worte fassen, also es ist lebensverändernde Erfahrung. Und der Impact ist heutzutage immer noch spürbar, immer noch, also die Nachwehen, also dass wir jetzt uns hier befinden, in diesem neuen Haus, in einem neuen Studio, neue Musik. Also nach Dispenser kamen auch diese ganzen Liquid-Versionen, die noch ganz, ganz viel tiefere Vibes trugen oder tragen. Und daraus ist auch dann das Album Manifestation entstanden, weil dann immer klarer wird, wie manifestieren wir denn wirklich unsere Realität? Also wie funktioniert das wirklich? Nicht wie mit diesem ganzen, also ich will es nicht, also es gibt halt sehr viele theoretische Konzepte, aber ich spreche hiervon wirklich zu merken, ja, ich kann mein Geld verdoppeln, das Geld, was zu mir fließt, kann ich verdoppeln. Das als Erfahrung. Ja, ich kann mehr Freude im Körper spüren. Ja, ich kann mehr Glückseligkeit, ich kann mich selbst heilen. Es kommt jetzt ins Bewusstsein, wie wichtig Frequenzen sind und dass wir auch Frequenz sind. Alles, was wir sind, ist Frequenz. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und es ist wichtig, dass wir das auch nutzen, um uns selbst zu heilen und uns selber zu empowern, also wie sagt man, selber zu ermächtigen und zu ermöglichen und uns voranzubringen. Und es geht so. Es ist nicht lang und zäh und ich muss viel kämpfen und sowas. Genau das ist es nicht. Das ist nämlich nicht der Flow. Das ist nämlich nicht da, wo alles zusammenfällt und einfach entsteht. Sondern klar, man setzt sich damit auseinander, man lernt das. Aber wenn man es mal gelernt hat, passieren die Dinge wie von selbst. Ja, und ich finde, genau diesen Aspekt haben wir dann genommen und immer mehr, vor allen Dingen in das Manifestation-Album eingebracht, weil das ist halt, wenn man seine Heilung manifestiert, seine Abundance manifestiert, sein Glücklichsein manifestiert, seine Freiheit manifestiert, dann ist das One-to-One. Und das ist One-to-One, vor allen Dingen in Eternal Now gelandet und in den ganzen Meditationen, die danach kamen. Also ich habe es jetzt Meditation genannt, aber Ambient-Meditationen gelandet sozusagen. Ja, es sind halt längere Stücke, sie sind meistens bestimmt mindestens immer 15 Minuten. Ich höre auch schon immer die Beschwerden von unseren Fans, es könnte eigentlich noch länger sein. Für uns ist das Next Level. Das Manifestation-Album ist Next Level, nach Dispenser ist Next Level. Unser Erfahrungsraum, der jetzt aufgeht, unser allumfassende Gesundheit entwickelt sich und das ist ein unglaubliches Geschenk und ich weiß, das ist jedem Menschen gegeben. Diese Freiheit, sich so zu befreien, ist jedem geschenkt. 2021 haben wir entschieden, Club machen wir weiterhin, aber die Prio hat sich gewechselt. Wir haben unsere Liquid-Version, also die Ambient-Musik, hat quasi Platz 1 und Platz 2 hat die Clubmusik. Wir stellen uns auch vor, vielleicht mit sehr, sehr guten Sängerinnen oder Sängern zu arbeiten, die dasselbe Mindset haben oder Instrumentalisten, aber das muss sich auch irgendwie ergeben, weil wir haben auch festgestellt, wenn es dann da auch nicht float, dann klappt das auch nicht, sondern es muss dann schon dieselbe Wellenlänge sein. Ja, das stimmt, weil wir sind halt ein sehr eingespieltes Team inzwischen und Klartraummusik
ist sehr vielschichtig und entsteht sehr schnell aus meistens nur einem einzigen Flow heraus. Also wir treffen uns da nicht 5 Wochen im Studio und tweaken da rum, sondern wir setzen uns hin. So, was machen wir heute? Ja, mal gucken, was passiert, wie wir uns fühlen. Zack, bumm, fertig meistens. Also könnte man so sagen. Ne? Also wenn es mal nicht am ersten oder zweiten Take fertig ist, sind wir ja schon eher so, wie lange dauert das denn heute? Ja, natürlich haben wir uns da auch hinentwickelt. Also die Geschwindigkeit ist einfach, dass wir uns das technische Wissen über Jahrzehnte jetzt drauf geschafft haben. Dass das halt alles aussieht wie aus der Hand geschüttelt. Und immer wenn mich die Leute fragen, ja, wie macht ihr das denn, dann sitze ich immer da, ich mache das halt einfach so. Also auch mit dem Mastering, ja, wie geht denn das Mastering? Ja, also ich mache das halt seit mehr als 20 Jahren, dann denkt man da nicht mehr drüber. Also ja, genau, also das Denken, es findet nicht